Moin Leute und willkommen bei Rollerfix. Es gibt mehrere Wege, die Bremsflüssigkeit am Roller zu entlüften oder zu wechseln. Unter anderem diese nervige Pumperei am Bremshebel, wo man nicht weiß, ob man jetzt genug durchgepumpt hat oder nicht. Deswegen bauen wir heute eine einfache Entlüftungshilfe, einfach mit einem Stück Fahrradschlauch und einem Stück Plastik. Und zwar bauen wir ein Überdrucksystem, denn die Vakuumpumpen, die man kaufen kann, die mit Unterdruck arbeiten, die haben einen sehr großen Nachteil. Sie können Falschluft über den Entlüftungsnippel in das System reinziehen. Und fertige Überdrucklösungen, wie man sie in einer Autowerkstatt für alle Kraftfahrzeuge verwendet, die gibt es für Roller einfach nicht, weil jeder Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit eine andere Form hat und da gibt es einfach keine einheitliche Lösung zu. Warum ich persönlich diese handelsüblichen Vakuumpumpen für gefährlich halte, erkläre ich euch gleich. Wer bereits weiß, wovon ich rede, der kann direkt zu der Bastelidee rüberspringen. Um zu verstehen, warum ich die Vakuumpumpen für gefährlich halte, muss man sich einfach das Bremssystem anschauen. Eigentlich ist es ein ganz simpler Aufbau. Hier haben wir einen Ausgleichsbehälter, wo die Bremsflüssigkeit sich befindet. Und die Bremsflüssigkeit führt über die Schläuche zu der jeweiligen Bremse, wie zum Beispiel hier kommt der Schlauch raus, bis hierhin. Da drin befindet sich die Flüssigkeit, die wir, wenn wir hier den Bremshebel betätigen, drücken wir gegen die Bremsflüssigkeit. Die ist ja nicht komprimierbar, also geht der ganze Druck bis hierhin und drückt die Bremsklötze zusammen. So entsteht hier an der Bremsscheibe Bremsdruck. Bremsflüssigkeit lässt sich nicht komprimieren, deswegen verlieren wir keinen Druck. Gelangt aber in die Bremsflüssigkeit mit der Zeit, da sie ja altert, durch verschiedene Prozesse Luft rein. Luft lässt sich sehr gut komprimieren. Das heißt, wenn wir oben an Bremshebel drücken, geht ein großer Teil dieser Druckkraft irgendwo im Schlauch, wo sich Luft befindet, darin verloren, dass sich die Luft einfach zusammendrückt und es kommt nicht der ganze Druck an der Bremse an und die Bremswirkung wird schlechter. Jetzt, wo wir wissen, wie gefährlich die Luft im System ist, erkläre ich, warum ich das Unterdruckentlüften für gefährlich halte. Eine Unterdruckpumpe oder Vakuumpumpe, wie sie im Handel heißen, wird hier mit einem Schlauch aufgesetzt, hier an diesem Entlüftungsnippel. Und sie erzeugt ab hier in Richtung des Ausgleichsbehälters Unterdruck, womit die Bremsflüssigkeit durchgezogen wird und hier entweichen soll. Aber wenn wir diesen Entlüftungsnippel rausschrauben, entsteht hier zwischen ein kleiner Spalt. Und wir ziehen nicht nur die Bremsflüssigkeit aus dem Nippel raus, sondern da ab hier ja auch in diese Richtung Unterdruck entsteht, durch diesen kleinen Spalt geht Luft wieder in das System rein und das ist meiner Meinung nach sehr gefährlich. In der Autobranche hat man das schon längst viel einfacher gelöst. Man hat eine mehr oder weniger einheitliche, bei den meisten Fahrzeugen eine einheitliche Öffnung am Ausgleichsbehälter, wo man einen Deckel draufschraubt und von hier mit Überdruck Bremsflüssigkeit reinpumpt. Ab hier entsteht also Richtung der Bremse Überdruck und drückt hier die Bremsflüssigkeit raus. Und dieser Spalt ist uns dann überhaupt nicht gefährlich, denn wenn man die Schraube aufmacht und ab hier Überdruck herrscht, das Höchste, was passieren kann, und das passiert auch manchmal, durch diesen kleinen Spalt entweicht noch mehr Bremsflüssigkeit. Nicht nur hier durch diese Öffnung, sondern auch hier durch diesen Spalt. Die kann man einfach mit einem Sprüher Wasser abwaschen, das ist gar kein Problem. Aber es gelangt halt so keine Luft in das Bremssystem. Diese einheitliche Lösung für Roller ist leider nicht möglich, weil jeder Ausgleichsbehälter eine andere Form hat. Es gibt solche in klein, solche in groß, es gibt viereckige, sodass man, wenn man mehrere Roller hat, für jeden eine eigene Lösung braucht. Also gehen wir jetzt ohne viel Geschwafel zu der Lösungsidee über, wie man für seinen eigenen Roller eine einfache, aber effektive Überdruckentlüftungshilfe schaffen kann. Dafür nehme ich euch jetzt in den Keller mit. Ich habe zum Beispiel hier so ein Stück Plexiglasscheibe im Keller rumfliegen. Ich denke, man kann auch ein Stück Holz verwenden, noch besser ein Stück Metall. Aber so eine Plexiglasscheibe eignet sich meiner Meinung nach am besten. Da werde ich ein Stück von rausschneiden und das wird unser Deckel auf den Ausgleichsbehälter. Dann habe ich hier natürlich ein Fahrrad stehen. Natürlich mit einem Platten, und da der Schlauch eh kaputt ist, werde ich den rausziehen und ich denke, der gibt eine gute Dichtung. Gut, muss jetzt keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, muss nur funktionieren, aber natürlich kann man das etwas akkurater zurechtschneiden.
Dieses Stück lege ich jetzt hier auf. Ich lasse ein bisschen Rand über und markiere mir hier, deswegen habe ich gesagt, Plexiglasscheibe eignet sich sehr gut, weil sie durchsichtig ist. Markiere mir hier mit einem Kreuzchen die Öffnungen. Dann markiere ich mir, muss jetzt nicht sein, aber ich markiere mir so ungefähr die Ränder des Ausgleichsbehälters und ungefähr in der Mitte kommt nachher noch ein Loch. Das Gute an diesem System ist, wenn ihr das einmal hier aufgezeichnet habt und gleich gebohrt habt, müsst ihr es nur einmal umdrehen und es ist einfach, okay, jetzt stört die Navi, aber es wird passgenau zu dieser Seite auch passen. So, und da ich das System möglichst dicht haben will, habe ich hier schon mal die Schraube rausgenommen, um zu schauen, wie groß die Bohrung sein muss. Und die soll 4 mm sein. Und vielleicht ahnt ihr schon, worauf ich hinaus will, wenn ich auch den Durchmesser des Ventils messe. Und das sind 9 mm. Also kommt hier in der Mitte ungefähr ein 8,5, 9 mm breites Loch reingebohrt. Und der Rest ist, denke ich mal, selbsterklärend. Ich werde mit etwas Überstand hier den Schlauch abschneiden. Einmal hier und ungefähr hier. Wer einen breiteren Schlauch nimmt, der kann man kann ja hier gucken, ob der passt. Bei mir wird es sehr knapp, deswegen werde ich ihn noch aufschneiden. Wer aber einen breiteren Schlauch nimmt, der kann ihn am besten für die bessere Dichtwirkung doppelt lassen. Ansonsten, wenn das hier zu dünn ist, kann man hier noch ein Stück abschneiden, genauso aufklappen und genauso aufklappen und hier aufkleben mit der äußeren Seite nach außen. Die ist nämlich weicher und wird etwas besser abdichten. Nur halt nicht vergessen, hier eine Aussparung zu lassen. Und so sieht das fertige Teil aus. Hier mit dem Modellnamen drauf, für den Fall, dass man mehrere Roller fährt. Und hier haben wir die Dichtung. Die kommt jetzt so rein. Und hier drauf kann man zum Beispiel, habe ich so eine Spritze für Wechsel der Bremsflüssigkeit, 120 Milliliter groß. Das ganze System hat ungefähr, also vorne so circa 50 Milliliter Bremsflüssigkeit vor der Bremse, weil der Schlauch kürzer ist. Nach hinten kann man mit ungefähr 100 Milliliter rechnen. Ich mache jetzt volle Spritze. Das ist ein Röhrchen aus einem alten Ölbehälter, Auffüllhilfe. Und das kann man jetzt hier oben aufsetzen. Muss jetzt nicht das sein. Ihr könnt natürlich einen flexiblen Schlauch nehmen, alles was hier drauf passt. Spritze muss auch nicht sein, wenn ihr eine Flasche habt, die genug Volumen hat und die ihr leicht zusammenpressen könnt, um Überdruck aufzubauen. Das funktioniert natürlich auch. Und ganz wichtiger Punkt, wenn wir hier gleich Druck aufbauen, wir haben ja hier so ein Guckfensterchen. Das soll uns nicht zerspringen, deswegen werden wir ganz vorsichtig dosiert durchdrücken. So, an dieser Stelle muss ich sagen, ich habe mich jetzt für ein doppelschichtiges System entschieden, weil ein einschichtiges System an einer Ecke undicht war. Ich denke mal, wer einen breiteren Schlauch nimmt, so dass man diese Knickstellen nicht hat, der kommt auch mit einer Schicht gut aus. Jetzt habe ich hier das System aufgemacht. Man sieht, da läuft langsam Flüssigkeit nach. Dann gebe ich hier ganz langsam Druck drauf. Hier diese Ecke tröpfelt immer noch leicht, deswegen drücke ich hier mit dem Daumen noch zusätzlich zu. So, jetzt höre ich auf zu drücken und fange wieder an. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Idee inspirieren. Schreibt mir gerne in die Videokommentare, ob das geklappt hat oder ob ihr vielleicht eine andere Art Dichtung oder einen anderen
Deckel verwendet habt, aus welchem Stoff hat es am besten geklappt. Und ein kleiner Tipp am Rande, wer einen 3D-Drucker hat oder einen Zugang zu einem 3D-Drucker hat, der kann sich natürlich so einen Deckel einfach drucken lassen. Dann hat man auch kein Problem mit den Undichtigkeiten. Man kann das Röhrchen auch mitdrucken, sodass man nichts bohren muss. Und wenn ihr euch das mit einem 3D-Drucker angefertigt habt, schreibt doch bitte, welche Dichtung ihr verwendet habt. Welche Dichtung sich da am besten eignet, um das auch dicht zu halten. Für wen das zu viel ist, der kann das System natürlich auch ganz ohne Hilfsmittel, ohne Bastelei entlüften, einfach mit dem Bremshebel. Wie das geht, seht ihr hier in diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt selbstverständlich den Kanal kostenlos abonnieren, um weitere Bastelanleitungen, Videos, Tipps und so weiter nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.